Hallo, heute möchte ich mit euch über Schicksalsschläge reden. Was kann man tun, wenn etwas im Leben passiert, was einen umhaut? Wie akzeptiert man einen Schicksalsschlag und wie kann man ihn vielleicht sogar spirituell nutzen? Schicksalsschläge haben ja die Eigenschaft, einen als erstes komplett aus der Bahn zu werfen. Man weiß nicht mehr, worauf man sich verlassen kann. Man weiß manchmal noch nicht mal, wo oben und unten ist oder wie man sich selbst gerade fühlt. Das heißt, das Erste, was geschieht, ist meist Entfremdung, Unglauben, sehr viel Unsicherheit. Und wie kann man das jetzt nutzen, in sein Leben integrieren? Was kann man daraus machen? Ist man ab jetzt ohnmächtig, auf andere angewiesen, die einen da rausbringen können? Oder was ist das, was man selber tun kann? Gerade wenn man gehört hat, dass Schicksal auch eine Chance sein kann, dass alles, was uns widerfährt, auch ein Lehrmeister sein kann, und wenn man einen spirituellen Anspruch an sich hat, ist man manchmal gefangen darin, dass man gar nicht die niederen Gefühle zulassen kann, obwohl diese doch so wichtig sind. Denn bei jedem Schicksalsschlag ist es wichtig, sich Schicht für Schicht alles anzugucken, was man selber fühlt. Jede Wut, jeden Ekel, jeden Unglauben, jedes Selbst herabsetzen. Alles ist wichtig wahrzunehmen, zu benennen und zu fühlen, zuzulassen, dass es da ist. Man kann es sowieso nicht ändern. Es ist ein Teil der Geschichte, die man gerade durchlebt. Jede Trauer möchte gesehen werden. Jedes Gefühl möchte gesehen werden. Jeder Glaubenssatz, den man hat bezüglich dieses Schicksalsschlags, möchte angesehen werden. Um den Bann zu brechen, sich in dieser Ohnmacht zu fühlen, müssen wir hingucken. Manchmal ist es schwer zu benennen, wie man sich fühlt. Man hat keine Worte exakt für die Gefühle. Dann hilft es, eine Brücke zu bauen und zu sagen, in meinem Körper spüre ich gerade ein Kloß, mir sitzt ein Kloß im Hals, mir ist übel, ich spüre meinen Körper gar nicht. Und dass man darüber anfängt, ins Reden zu kommen, idealerweise mit einem Publikum, was nicht wertet, sondern nur zuhört. Aber es hilft auch, wenn man sich das selber erzählt, auf Tonband aufnimmt, niederschreibt und so einfach mal in einen Dialog kommt. In einen bezeugten Dialog. Etwas, was nicht verloren geht. Etwas, was man geteilt hat. Und sei es nur mit sich selber. Wenn man einen Schicksalsschlag erlebt, dann ist es wichtig, sich jede einzelne Schicht der Realität genau anzusehen. Es gibt immer etwas, was rein körperlich passiert. Entweder man verliert jemanden oder man hat eine Krankheit oder man verliert etwas. Ein Job oder ein Haus oder ein Auto, irgendwas, was einen in einen Schock versetzt. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es eine Ebene darunter, die Ebene der Gefühle, die Ebene, was das mit einem macht. Das hat sehr viel auch damit zu tun, wie wir gelernt haben, die Welt zu erleben. Und deshalb ist es auch da wichtig, langsam zu gehen, sich alles anzugucken. Und dann gibt es weitere Ebenen, in denen wir eingesponnen sind in einen größeren Kontext, in dem das, was mit uns passiert, viel zu tun hat mit den Leuten, mit denen wir oft zusammen sind. Viel zu tun hat mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind. Jeder Mensch, der eine Krankheit bekommt, kann auf eine Ebene gehen, wo diese Krankheit etwas mit dem System, in dem er lebt, zu tun hat. Und wo er, wenn er die Krankheit erforscht, etwas essentiell Wichtiges für das gesamte System sagen könnte, was aber bis jetzt nicht gesagt wurde. Und da kommen wir auf eine weitere Ebene, nämlich auf die Ebene der persönlichen Wahrheiten. Jeder von uns hat persönliche Wahrheiten, die zu geben wichtig sind. Im Falle einer Krankheit ist es oft so, dass die Wahrheiten nicht gegeben wurden oder nicht alle Seiten der Wahrheiten angeguckt werden, weil man nicht wechselhaft erscheinen möchte. Aber wir sind wechselhafte Wesen, weil wir auf so vielen Schichten
funktionieren. Deshalb ist es wichtig, sich alle Schichten anzugucken und zu sagen, aha, auf der Ebene bin ich missgünstig und auf der Ebene bin ich dankbar. Völlig entgegengesetzt, trotzdem beides Teil meiner Realität, weil wir auch aus verschieden entwickelten Bereichen bestehen. Ein Schicksalsschlag sagt uns auch oft, du musst dich jetzt mit mir auseinandersetzen. Du kannst nicht mehr weglaufen. Wir haben so viele Möglichkeiten wegzulaufen in unserer heutigen Welt, uns mit Dingen zu beschäftigen, die augenscheinlich wichtig sind, es aber tatsächlich nicht sind. Wir haben bestimmt alle schon mal gehört, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt, dann ist es am Ende vielleicht nicht die Arbeit, die zählt, sondern wirkliche, echte Begegnungen mit Menschen auf Seelenebene. Und von dieser Art von Arbeit, was tatsächlich eine Arbeit ist, da hat man zu tun als Mensch auch in zwischenmenschlichen Begegnungen, in persönlichen Entwicklungen und allem. Diese Art von Arbeit ist gar nicht gewertet, gewertschätzt oder anerkannt in unserem momentanen System. Und ein Schicksalsschlag holt uns immer dahin und sagt, nein, du kannst dich nicht mehr ablenken. Du musst jetzt hier hingucken, auf diese Ebene, auf die Ebene, wo du wirklich Mensch bist. Nicht funktionierender Roboter, nicht ein Arbeiter, einen Chef, eine Mutter, ein Vater, irgendeine Rolle, sondern wo du der Mensch bist, der hier tatsächlich etwas zu geben hat. Da musst du jetzt hingucken. Du hast etwas nicht gegeben. Irgendetwas ist los mit dir. Und du reagierst gerade auf die Welt, deshalb kommt dieser Schicksalsschlag zu dir. Also schau hin, schau genau hin, schau auf jede Ebene. Geh langsam, schau auf jede Ebene, nimm dir Zeit. Geh ins Gespräch, drück dich aus, finde einen Ort, wo du vorurteilsfrei und wertfrei angeguckt wirst, wo du Leute findest, die bezeugen. Die Zeugenarbeit ist wahnsinnig wichtig. Denn wenn man jemanden hat, der bezeugen kann, was man sagt, es hat direkt einen anderen Geschmack, eine andere Wertigkeit. Es kann sich im Körper anders lösen, wenn man einen Zeugen findet, der einem zuhört. Es gilt also, sich genau anzusehen, was du in dir trägst, was dein wahres Leben, deine wahre Schöpferkraft ist. Denn die möchte sich ausdrücken. Die konnte nicht genug fließen, wenn dir ein Schicksalsschlag passiert. Und das kann den spirituell trainiertesten Menschen passieren. Dass man einen Bereich hat, in dem man doch nicht hingeguckt hat. Deshalb, nachdem man die ganze Wut und die Ablehnung sich selbst gegenüber und Verachtung und all diese Ebenen durchgeschaut hat, wird automatisch kommen, womit man sein eigenes Leben und das der Mitmenschen noch bereichern kann. Ganz automatisch, das kommt, wenn man sich nicht scheut, die unangenehmen Sachen anzugucken. Denn Verachtung und Wut, die sind wichtig, die zeigen uns Dinge, die zeigen uns mindestens, was wir gelernt haben, was immer noch in unserem System steckt, was immer noch in unseren Körperzellen steckt, was wir glauben, wie die Welt ist und welche Bewertungen wir übernommen haben, die wir aber schon längst loslösen können. Und da kann man immer eine Schicht tiefer gehen, egal wie weit man gegangen ist. Man ist hier nie fertig auf dieser Welt. Wir können uns immer weiter entwickeln und wir sollten es auch tun. Wir können immer mehr Bewusstsein entwickeln über, wie das Leben funktioniert, wie wir selbst funktionieren. Man könnte auch sagen, durch einen Schicksalsschlag bekommst du die Chance, dein Ego so zu bearbeiten, dass du dich davon lösen kannst und mehr aus deinem höheren Selbst leben kannst. Ich finde diese Sichtweise aber kritisch, weil wenn du sagst, das ist mein Ego, da will ich mich von lösen, dann hast du wieder eine Distanz und dann kommst du wieder schlechter an diese negativen Gefühle ran. Die sollen alle mal durch deinen Körper durch, als Teil deiner Realität. Denn das sind sie, auch wenn sie Teil deiner Ego-Realität sind und nicht deiner Seelenrealität. Schnickschnack, ist völlig egal, wirklich. Es soll einfach nur durchlaufen durch diesen Körper. Dazu ist er da, dass er alles mal fühlt, dass er alles mal wahrnehmen kann und ausdrücken kann. Und dann kommt ganz von automatisch mehr höheres Leben in den Körper. Man bleibt nicht auf diesen Ebenen hängen, wo man Wut und Verzweiflung fühlt.
Wenn man diesen Schritt geht, kann es sein, dass man an Tabus kommt, an Ecken, wo man sich vorher noch nicht rangetraut hat. Man merkt vielleicht, da gibt es noch ein Familiengeheimnis, darüber wird nicht geredet. Und ich rate euch wirklich, brecht diese Tabus. Fragt nach, versucht zu erforschen, besucht Menschen, geht in den Kontakt mit diesen unentdeckten Stellen in euch. Wenn ihr auch merkt, oh, ich wollte mich eigentlich mein Leben lang, hat mich irgendwas interessiert, ich habe es aber immer vor mir hergeschoben und gedacht, später, später, später. Dann ist genau ein Schicksalsschlag ein guter Moment, wo man sagt, okay, jetzt. Ich warte nicht mehr länger. Das hat mich interessiert. Ich überprüfe jetzt zumindest mal, ob es momentan zu mir passt. Und schaue, ob ich mich da jetzt weiterentwickeln will oder in 2 Jahren. Aber man bleibt dran, man schiebt es nicht mehr weg. So funktioniert jede Schicht angucken. Damit anzufangen ist manchmal der schwierigste Schritt. Wie schaut man sich denn jetzt genau diese verschiedenen Realitätsschichten an? Für das Körperliche kann einem ein Arzt weiterhelfen oder das Internet. Da kann man sich belesen und gucken, wie die Mechanismen sind, die da in einem selbst ablaufen. Auch kann man sich verschiedene Meinungen anholen, verschiedene Heilungsansätze, falls man krank ist, verschiedene Ansätze, wie man mit Trauer umgehen kann. Auch da gibt es sehr viele Informationen. Dann gehen wir eine Schicht tiefer und dann gucken wir, was ist denn tatsächlich gerade mit uns los. Und wenn wir diesen Schock überwunden haben und uns sagen, wir dürfen jetzt mal gucken, was da ist, dann kommt erstmal viel Unsicherheit und viel Ungläubigkeit, weil wir nicht gewohnt sind, auf diese eigenen inneren Informationen zu hören. Dann kommt Ungläubigkeit über uns selber oder dieser Kritiker in einem, der einen dann fertig macht und sagt, ach, du hast doch gar keine Ahnung. Und auch den muss man spüren und rauslassen und sagen, okay, gut, ich habe dich jetzt gehört. Und was wäre, wenn ich doch Ahnung hätte? Vor allen Dingen Ahnung, wie es mir geht. Wer soll denn sonst Ahnung davon haben? Und dann kommen wir Schritt für Schritt langsam weiter. Und gerade für Menschen, die noch nicht eine Innenschau gewohnt sind, ist es ein sehr langsamer, zermürbend langsamer Schritt manchmal. Tiefer zu gehen, sich selbst ernst zu nehmen, die eigenen inneren Gespüre, Befindlichkeiten wirklich anzusehen und ernst zu nehmen und auszudrücken. Das dauert. Und wenn wir dahin kommen, wie es uns geht, dann irgendwann kommen wir dahin zu sehen, wie die Zusammenhänge sind. Was sind die Zusammenhänge in Beziehungen zu dem, wie man sich fühlt? Was sind die Zusammenhänge in Familienverbänden, in Arbeitsverbänden? Da kann man immer weitergehen und gucken, was für Mechanismen sich da entwickeln. Natürlich geht es immer einfacher, wenn man jemanden hat, der einen leitet, aber man kann sehr, sehr viel selbst machen, indem man lernt, sich genau zu beobachten und sich selbst ernst zu nehmen. Als wichtigsten Menschen der Welt. Wenn wir uns ansehen, was wir von unseren Familien und von Lehrern übernommen haben, dann gibt es ganz oft Sprüche, die einen versuchen wegzulenken, auf ein anderes Ding zu reflektieren. Etwas, was dir sagt, das ist halt so, das ist das Leben, damit musst du umgehen lernen, peng. Ich bitte euch, diese Sprüche anzusehen und zu brechen. Brecht diese Befehle, die euch gegeben wurden, brecht diese Verträge, die ihr gemacht habt. Okay, ich lebe gut mit dir zusammen, wenn ich mich daran halte, dass ich das nicht anspreche. Wenn ihr einen Schicksalsschlag erleidet, dann ist der Zeitpunkt, es anzusprechen. Schweigt nicht mehr länger. Akzeptiert nicht mehr länger, dass Leben einfach so ist. Sondern fragt nach, was wäre, wenn es doch möglich wäre, irgendwie zu sein oder zu sagen, nein, damit komme ich nicht klar. Das ist zu viel für mich im Leben. Jeder Mensch ist anders sensibel. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie man Rücksicht nehmen kann auf eure Sensibilität. Vielleicht gibt es eine Art, damit umzugehen, die anders ist, als einfach darüber hinwegzugehen und zu akzeptieren. Weil akzeptieren ist immer nur bequem für die anderen, nie für euch selbst. Ihr gebt immer einen Teil von euch selber auf, wenn ihr Dinge akzeptiert, die das Leben halt einfach nur mal euch entgegenwirft. Die man akzeptieren muss, die so sind. Das ist bequem für die anderen, aber
Warum nicht mal unbequem sein? Es ist ja eh unbequem für euch, macht's doch mal unbequem für die anderen und sagt, nein, ich möchte das nicht akzeptieren. Ich glaube, es gibt auch einen anderen Weg, selbst wenn ich ihn noch nicht sehe. Ich möchte das Thema weiter oben halten. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam das Thema ansehen und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich damit nicht klarkomme. Das ist ganz wichtig, denn solche Dinge, die verhärten sich, die geben Knoten im Körper und das führt irgendwann zu einem Schicksalsschlag. Selbst wenn du körperlich geschwächt bist, kannst du anfangen, diese Arbeit zu machen. Du kannst dir zum Beispiel mal anschauen, was Menschen über dich gesagt haben, wie du bist, was für Lobe du bekommen hast und was für Sticheleien und wie viel du davon übernommen hast, ohne es zu hinterfragen und dich in diese Richtung entwickelt hast, ohne zu hinterfragen. Wie viele Menschen kriegen gesagt, du bist faul? Aber vielleicht sind sie gar nicht faul, vielleicht sind sie in dem Bereich, der wirklich ihr persönlicher Lebensbereich ist, ihre persönliche Leidenschaft und Ausdrucksform ist. Vielleicht sind sie in diesem Bereich sehr fleißig und in anderen nicht. Und ich finde, das kann man jedem eingestehen, dass es bestimmte Bereiche gibt, die schwieriger fallen und bestimmte Bereiche, die einfacher gehen. Und dann ist der Mensch vielleicht per se gar nicht faul, läuft aber immer mit dieser Vorstellung von sich rum, dass er nicht genug ist, weil er ist ja faul und er reicht nie. Und das macht Schicksalsschläge. Also es ist Zeit, sich das anzugucken und sich davon zu lösen. Und überhaupt mal zu gucken, ach, da hat jemand immer gesagt, ich bin aber ein nettes Mädchen oder ich bin aber ein guter Junge. Und dann habe ich mich dementsprechend dran gehalten und war gehorsam und immer höflich und zuvorkommend und habe viel zu viel mit mir machen lassen. Das ist gar nicht ein Teil der Persönlichkeit eventuell, sondern nur etwas, was man übernommen hat. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dir das anzusehen und damit zu arbeiten. Und zu gucken, will ich das überhaupt noch? Es geht hier um mein Leben und meine Lebenszeit. Was will ich überhaupt noch? Wenn du diesen Schritt machst, wirst du auch sehen, wie du deine Krankheit selbst beeinflusst. Das ist immer ein Gefüge. Und du siehst dann deinen Teil darin. Es geht dabei auch gar nicht um Wertung. Es geht nur darum, hinzuschauen. Es geht darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Aha, so ist das. Punkt. Mehr ist gar nicht nötig. Wir müssen uns nicht daraus schon wieder neue Selbstvorwürfe basteln. Überhaupt nicht nötig. Einfach nur ansehen. Nur ansehen. Das ist das größte Geschenk, was man sich in der heutigen Zeit machen kann. Sich die Erlaubnis geben, hinzusehen. Sich die Erlaubnis geben, alles zu sehen, was ist, auf allen Ebenen. Und alle Ebenen ernst zu nehmen, gleichwertig. Es gibt keine Ebene, die wichtiger oder weniger wichtig ist als die andere, denn alle sind Teile der Wahrheit, der persönlichen Wahrheit. Schicksalsschläge als Chance benutzen, auf diese Art und Weise bedeutet, dass man anfängt, eine Maschine anzustoßen, dieses Gehirn anders zu nutzen, unser Menschenleben, unseren kompletten Körper anders zu nutzen, als Wahrnehmungsutensil für das Leben, wie es ist. Wir erkennen Zusammenhänge besser auf verschiedenen Ebenen, emotional, körperlich, als intellektuelles Tool. Und damit können wir anfangen, Probleme aufzudenken, darüber zu reden, kreativ was Neues auszuprobieren. Und damit können wir anfangen, die Welt zu verändern, denn es ist ein Wandel nötig. Ein Schicksalsschlag gibt dir nicht nur die Erlaubnis, sondern die Notwendigkeit, hinzugucken und dir was anderes auszudenken, als das, wie du es bisher gemacht hast. Etwas Krasses muss sich in deinem Leben ändern und der Schicksalsschlag ist bloß der erste Schritt gewesen. Und jetzt stehst du an einem Punkt, wo du dir aussuchen kannst, welchen Weg nehme ich. Und dann gibt es immer einen riesig großen Berg, etwas, wo man nicht hinsehen darf. Und ich rate dir, sieh dahin. Da findest du Lösungen und auch wenn es dunkel aussieht, da findest du Licht. Und das ist, was ich euch
zum Thema Schicksalsschläge sagen kann. Also zu dem, wie meiner Meinung nach spirituell mit Schicksalsschlägen umgegangen werden kann. Ich hoffe, du konntest dir irgendetwas daraus ziehen und ich wünsche dir ein gutes Leben. Bis zum nächsten Mal.